Wir sind hier im Technikmuseum und sehen mal wieder die Würfelwand, die wir schon vom Vintage Computing Festival 2019 kennen. Da war sie noch nicht komplett und jetzt ist sie komplett. Und wir haben auch das Team hier, das das ermöglicht hat. Und Jan erzählt uns jetzt ein bisschen was darüber. Ich war von Anfang an dabei, habe auch die ersten Fotos gemacht. Die stand, glaube ich, schon 2 Jahre oder 1,5 Jahre hier. Und das Museum ist dann rangekommen und hat gefragt, ob das ein Projekt für uns wäre. Ja, nein. Daraufhin habe ich dann meine Kollegen gefragt und wir haben gesagt, jo, gucken wir uns mal einfach mal an. Ja, aus dem gucken wir uns mal einfach mal an sind 3 Jahre Arbeit geworden. Vorher hatten wir mit Fernschreibertechnik und sonst was zu tun, hatten wir drüben auch in der Ladestraße, haben dort repariert, haben geguckt, schon da ein bisschen Spielereien gemacht und einen Telegrammdienst aufgebaut. Hatten uns also schon einen gewissen Namen, sage ich mal, im Museum gemacht. Als ich klein war hier, bin in Berlin groß geworden, war das für mich das Spektrum immer das Nonplusultra. Ist so eine Sonderausstellung hier, oder Sonderausstellung ist ein fester Bestandteil, Technik zum Anfassen. Ach, was funktioniert quasi? Was funktioniert. Also mit Finger drauf kloppen, Tasten drücken und dann wird das bildlich einem erklärt. Es war immer für mich das Highlight. Man versteht viel mehr Sachen, wenn man sieht, wie sie sich bewegen oder wie sie sich im Real Life, sagen wir, als wenn man so ein totes Objekt sich anschauen muss und dann irgendwo Theorie dazu lesen kann. Also so geht es mir. Die Anlage wird im November von hier, wo sie jetzt steht, und nach unten in die Ausstellungsfläche transportiert. Vorher werden wir die ganzen Module wieder ausbauen, um das einfach mal der Schaden an den Modulen, soll das sind die sensible Technik, zu minimieren. Dann wird das ganze Gestell im November in die Ausstellungsfläche getragen, dann werden wir die Module wieder einbauen und dann wird das hoffentlich als ständiger Ausstellungsobjekt im Museum zu sehen sein. Und zwar sofort beim Eingang, wenn man die Treppe hochgeht, bevor man sich entscheidet, ob man sich einen Tag lang den Lokschuppen oder was anguckt oder irgendwelche Schiffe anguckt, muss man an unsere Wand vorbei. Ja, das ist schon cool. Also das Deutsche Technikmuseum, das ist ja jetzt nicht unbedingt irgendwas, sondern schon eine gewisse Ehre, nehme ich mal an, wenn man da sein Werk ausgestellt sieht. Ja. Ich meine, sowas fertig zu machen, ist ja schon toll und macht sicherlich auch riesen Spaß. Aber damit ist die Arbeit ja noch nicht ganz beendet, ne? Was wir immer haben, ist irgendwelche Pixelfehler. Man sieht es ja hier, ja, ein Blau, was nicht blau werden soll, ja, oder nicht will, ein Weiß. Ein Weiß, genau. Das ist dann immer die Frage, bei manchen Würfeln haben wir halt das Problem, sie wollen gar nicht. Und das muss natürlich dann auch wieder repariert werden. Wir haben noch 12 Module in der bekannten Vintage-Wand, die wir haben als Ersatz. Wir kriegen auch hin, die Module zu reparieren, weil wir halt die Würfel auslöten und wieder neu einlöten. Aber natürlich haben wir nicht unbegrenzt Kapazitäten. Das heißt, wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Und als Maintenance, wenn das irgendwo ein Modul kaputt ist, wird das Modul in der Ausstellungsfläche, haben wir auch nicht viel Zeit, einfach ausgetauscht. Geht zu uns in die Werkstatt, wo wir halt schon immer wegen der Fernmeldetechnik auch schon unterwegs sind und dort auch schon unsere Geräte und sowas lagern. Also das ist immer so ein einfaches Modul. Das ist ein Display-Modul, besteht aus 8 Motorboards. Die sind dann auf so eine Steckplatine, also auf ein Steckblech gepackt. Dahinter haben wir das Controllerboard. Also im Endeffekt hängt an jedem Display-Modul haben wir auch 50 Mikrocomputers, kann man so sagen. Und da habt ihr jetzt hier so ein auch selber gebautes Touchscreen-Modul mit den 4 Farben und Power. Wir hatten am Anfang einfach mal nur ein einfaches Modul getestet und jetzt haben wir uns einfach zu optimieren, haben wir einmal gesagt, wir bauen uns sowas und können damit ganz schnell komplette Module testen. Das heißt, wir stecken ein komplettes Modul zusammen und prüfen dann, ob das Modul genau das tut, was es will. Alle Würfel funktionieren. Das heißt, ich habe mit einem Schlag sofort 256 Würfel getestet und kann sagen, das Modul läuft nicht. Meistens ist ja nicht das ganze Motor an Bord kaputt, sondern es ist im Endeffekt leider, wie man sieht, ein Würfel. Das heißt, man muss dann wirklich schauen, wenn man jetzt mal reinguckt hier, ja, das ist dann auch nur eine Kappe. Ich mach das mal einfach auf hier. Ah ja, da ist der Motor. Da ist der Motor dran, unten sind die 4 Drähte. Wenn da einer kaputt geht, dann ist schon die Farbe nicht mehr in Ordnung. Oder auch, das Ding ist halt wirklich 30 Jahre alt. Auch Korrosion und sonst was ist da leider auch ein Problem. Kann man mal gucken, dass wir das einfach mal eichen. So kann man es nämlich auch machen, wenn man so einen Würfel hat, wo man nicht weiß, welche Farbe da jetzt gerade drauf ist. Man weiß ja nicht, wenn ich den so drauf setze. Ich kann hier einfach mal falsch draufsetzen. Okay, jetzt zeigt er die falsche Farbe. Falsche Farbe an, das kann halt sein. Der Motor funktioniert wunderbar. Er würde immer jedes Mal natürlich die falsche Farbe anzeigen.
Das heißt, Einfach nur falsch draufgesetzt. ja, dann gibt es auch schon ein paar Mal. Das heißt, man muss hier auf eine Farbe setzen, dann auch richtig draufsetzen und dann würde er jetzt auch die richtige Farbe drehen. Also die Farbe des Würfels oben drauf ist einfach nur draufgesteckt. Como, so heißt die Software, läuft unter DOS. Und das ist die Originalsoftware. Das ist die Originalsoftware, die gerade läuft, die auch gerade die Wand besteuert. Power on, Welcome. Achso, das sind die verschiedenen Bilder, die da geladen werden, oder? Welcome und das haben wir jetzt off. Power off, ich schalte einmal, man hört es ja dann, gehen die Netzteile aus. Das ist noch das Originalmodem, wurde Richtig. mir gesagt, aber ihr habt das auch schon nachgebaut, falls es kaputt geht irgendwie. Ja, hat sich eine Person einfach aus dem Team hingesetzt, hat gesagt, Jan, soll ich mal das Modem nachbauen? Er sagt, wenn du es kannst, mach es. Weil ich gesagt habe, das Problem, was ich sofort erkannt habe, wir haben eins. Wenn das kaputt geht, sitzen wir hier davor und können nichts machen. Ja. Und das hat leider auch ein bisschen gedauert, vor allem weil der Schaltplan nicht ganz stimmte. Das erste Modem, ich glaube, das war sogar ein Vintage 2019. Das kam genau an dem Tag an. Ach was. Wir schließen es an, es funktionierte wunderbar. Am nächsten Tag hat es nicht mehr funktioniert. Oh, Warum auch immer. Pro Modul gibt es auch nochmal einen Bildspeicher, das ist auch noch vielleicht interessant zu erwähnen, was einfach mal 100 mal 64 Bytes speichern kann. das ist im Modul enthalten. Das ist im Logic-Controller hinten dran enthalten, wo man dann einfach 100 Bilder auf 64 Bytes. 64 Bytes braucht nämlich genau so ein Ding. Man hat 4 Farben, 20 und 50 Würfel. Da können wir nochmal reingucken vielleicht. Jedes Bild, was ich auf diese Wand lade, wird ja dann durch 50 geteilt, also auf 50 Module verteilt. Und dann jedes Modul kriegt seinen eigenen Bild sagen wir, hochgeladen. 50 einzelne Module erzeugen dann wieder das komplette Bild. Das ist das Display-Modul, davon haben wir 10 Stück untereinander. Und daneben Display-Modul hängt so ein Logic-Controller. Wo ist der Logic-Controller? Drauf, ja. Ach, das sind diese Dinger, So, dieser die grünen. Mini-Computer. Und da ist das RAM drauf. Da Ja. ist es dann mit drauf. Prozessor mit drauf. So kleine Computer. Da ist so ein kleiner Raspi für. Ja. Und für hier ist Neulinge. sozusagen noch Platz für den Mechaniker. Ja, also die haben einen riesen Aufwand betrieben, um die Technik überhaupt am Leben zu halten. Also man sieht nur oben die ganzen alten Netzteile. Das Ding hat ja richtig Power gebraucht, 5 kW. 5 Kilowatt. Oh, ist auch nicht so ohne. Die alte Technik wollte ich eigentlich nicht mehr anfassen, Okay. weil alleine das Prüfen der Geräte wahrscheinlich schon mal ein halbes Jahr gedauert hätte. Oder auch jemand finden, der das immer dann technisch abnimmt. Das heißt, die Stromversorgung wurde neu gemacht Haben wir sozusagen. komplett neu gemacht. Okay. Ja, man muss dann irgendwo die Stelle finden, wo man sagt, Ja. hier fange ich mit neuer Technik an. Das ist immer so Diskussion bei uns. Immer der eine möchte das und das machen, der eine will das und das austauschen. Dann gibt es welche, die sagen, nee, darf nicht oder das und das darf nicht gemacht werden. Dann gibt es natürlich auch vom Museum noch. Manchmal ist das Museum sehr unentschlossen, manchmal ist das Museum, nein, das muss so und so sein. Muss noch original sein oder muss Und neu so, sein. Ein Objekt in der Ausstellung, bin ich der Meinung, muss auch gewisse Sicherheitsfunktionen haben, wie ein Notaus, dass man einfach sagen kann, okay, wenn der anfängt, was zu rauchen, ohne große Programmierkenntnis oder ähnliches, muss das Ding ausgeschaltet werden. Sicherheitstechnik sind wir auch noch am Überlegen. Temperatur wird gemessen, Strom wird gemessen. Es gibt Rauchmelder, werden wir auch machen. Und in dem Moment, wo wir was feststellen, wird die Anlage erstmal von unserer Seite ausgeschaltet. Strom bleibt weiterhin drin und natürlich gibt es dann irgendwo einen Notaus, den ich sagen kann, ich schalte die ganze Anlage aus. Die Software ist einfach ein reines DOS-Programm. Mit Laden kann ich halt irgendwo auf ein Bild referenzieren, was ich irgendwo habe. Dann wird das Bild geladen. Und das liegt als Datei dann vor wahrscheinlich. Das liegt dann als Datei vor. Ein bestimmter Befehlssatz, den ich dann halt irgendwie hier laufen lassen kann. Das läuft dann Schritt für Schritt ab. Richtig. So, man kann dann auch hier sagen Power On und Power Off. Das, was wir gesehen haben, das sehen wir ja meistens auch. Fill B heißt, ich fülle die ganze Anlage blau. Textcolor, dann kann ich sagen Textposition und sage Uhrzeit und dann kann ich so auf die Zeit zurückgreifen. Und dann sieht man das ja, was man hier oben hat. 13:07 Uhr. Ach, Moment mal, hier sehen wir es. Da sagst du Uhrzeit und dann kommt $time ist eine Variable. Ja. Und das heißt, dann wird da oben tatsächlich dann die Uhrzeit angezeigt. Ah, so funktioniert das. Man kann sogar sehen, 28:1. Also müsste der 28. Pixel oben links sein. Das heißt, man kann sagen, wo will ich die Uhrzeit angezeigt bekommen und dann wird es überlagert. Und wo steht, dass es rot ist? Es ist immer Textcolor. rot. Textcolor rot. Ah, okay, cool. Dann hat man gesehen, dass das eine Bild von links so reingeschoben wird, so Blenden und so weiter, also Gardinen, Blenden und ähnliches, kann man auch damit machen. Das Programm, das war 1990, auch dem Stand von damals im Endeffekt, sage ich mal, das ist hier nichts mit Windows-Oberfläche. Dr. Hallo
Dr. Hallo. Das ist ein spezielles Programm oder Malprogramm unter DOS. Ich habe mich damit mal eine halbe Stunde auseinandergesetzt und hat einen gesagt, nee, danke. Worauf wir dann einfach gesagt haben, okay, wir müssen weitergehen. Was macht diese Software? Diese Software macht nichts anderes, als im Endeffekt zu parsen, was im Skript drin steht, zu gucken, Befehl X, Befehl Y, Befehl Z und schickt dann bestimmte Befehle über die Modemleitung an die Anlage. Genau. So. Und wir haben uns dann mit einem Logic Analyzer einfach rangesetzt und geguckt, was schickt Como eigentlich, wenn wir ihm sagen, mach mal komplett blau. Also das Protokoll reingeniert sozusagen. Ja. Und mit diesem Erkenntnisstand habe ich auf dem Raspi halt ein Python-Skript laufen, was einfach ein Bitmap liest und diese Bitmap dann in den Speicher der Wand lädt und sie dann auch gegebenenfalls zeigt. Und damit war es natürlich möglich zu sagen, okay, Dr. Hallo können wenige bedienen, aber GIMP, Paint, was auch immer. Ja. Bitmap ist ein gängiges Format, kann man halt auch zu Hause Bilder malen, speichern und das Ding dann auch präsentieren. Nichts anderes wird am Anfang laufen, wenn wir nicht vor Ort sind. Da wird im Endeffekt gewisse Willkommensseiten, sage ich mal, einfach auf die Wand projiziert, um es erstmal so klein wie möglich zu halten. Das heißt, am Anfang ist das Konzept nicht so, dass die Benutzer oder die Besucher neue Bilder erstellen dürfen, sondern das ist nur mit einer Führung möglich dann. Ja, weil wir werden am Anfang natürlich ein bisschen mehr präsent sein, um auch dann von mir aus mal, wie wir es auf der Vintage gemacht haben, mit einem Laptop davor, Bilder malen und so weiter, das zu realisieren, weil es halt einfach gut ankommt. Ja. Kommen Sie einfach mal Anfang Dezember, sage ich mal, einfach ins Technikmuseum und schauen sich die Anlage hoffentlich live an. Ja, aber läuft dann noch. Das nächste Mal in Berlin bin, werden wir das Ding mal in Produktion sehen. Da freue ich mich schon drauf. Ja, dann vielen Dank. Kein Problem. Danke auch.